Wir haben das große Finale erreicht mit kleiner Fanfare und einem Tusch. Yay! Hallo ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mich ein Stück begleiten wollt. Es tut mir leid, dass ich eine ganze Weile nicht da gewesen bin. Aber leider hat mich auch die Corona-Ausgangssperre in Bayern erwischt, die ja hier besonders streng gewesen ist. Und dann war eine ganze Zeit lang das Wetter auch noch sehr schlecht. Und ich hatte auch kein aktuelles Material mehr und ich wollte euch einfach nicht mit irgendwelchem aufgewärmten Material abspeisen. Und zum anderen bin ich leider sehr krank geworden und habe eine ganze Weile gebraucht, um wieder einigermaßen auf die Beine zu kommen. Aber auch wenn ich noch nicht ganz wieder gesund bin, möchte ich jetzt doch schon wieder anfangen, neuen Content zu produzieren für euch. Ich habe festgestellt, dass ich für diese kurze Zeit doch schon einige Follower habe. Erstmal vielen Dank dafür. Und zum anderen nochmals ein dickes Danke, dass ihr so viel Geduld mit mir bewiesen habt und in dieser langen Wartezeit nicht abgesprungen seid. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Kleine Anmerkung, die Bilder, die ihr die ganze Zeit seht, die sind von der ADV meines Mannes aus aufgenommen, denn wenn ich die von meinem Helm aus aufgenommen hätte, hätten einige Schlaue von euch vielleicht schon erkannt, für welches Bike ich mich entschieden habe und dann wäre die ganze Hitliste sozusagen für die Katz gewesen. So, bevor wir heute zum eigentlichen Thema kommen, noch 2 kleine Punkte vorweg. Erstens, warum nimmt das Mädel schon wieder alles auf im Nachhinein und spricht das nach? Ja, das lag am Field Recorder schon wieder, denn jetzt übersteuert er irgendwie alles, weil das Gerät viel zu empfindlich ist und keine Ahnung, wir müssen damit einfach noch ein bisschen rumexperimentieren und ich fühle mich schon ein bisschen wie Tiny Rider Wars, der Field Recorder schlägt zurück. Ja, keine Ahnung, also irgendwie kriege ich das schon noch hin. Der andere Punkt, und bei dem geht es um eine sehr, sehr nette Anfrage, die jemand gestellt hat. Da ging es darum, ob für mich ein Kurven-ABS ein ausschlaggebendes Kaufkriterium für eine Maschine wäre. Naja, also natürlich freue ich mich als Anfänger über jedes technische Feature, das mich beim Fahren unterstützt. Auf der anderen Seite steht für mich an oberster Stelle das Handling im Allgemeinen, dass ich mit der Maschine klarkomme. Also wenn ich mit der Maschine gut klarkomme und es ist zufällig mit dabei, dann klar würde ich es nehmen, aber als Kaufkriterium an sich würde ich es niemals über das allgemeine Handling stellen. Lange Rede, kurzer Sinn, hätte ich 2 Maschinen, mit denen ich gleich gut klarkäme, dann wäre es mit Sicherheit ein Kaufkriterium, andernfalls nicht. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema heute. Es geht heute um meine Top 5, also meine persönlichen. Ich möchte nochmal erwähnen, vor allem für alle, die meine vorherigen Videos noch nicht gesehen haben, ich möchte ganz spezielle Touren fahren und auch längere Touren fahren. Das bedeutet, für mich sind jetzt sowas wie Supersportler nicht so ganz geeignet oder reine Naked Bikes ohne ein Schild. Ebenso wie diese ganzen Adventure-Bikes, die leider für mich, deswegen Tiny, etwas zu groß sind. Was jetzt nicht bedeuten soll, dass es an sich schlechte Maschinen sind, sondern dass sie einfach für mich speziell nicht geeignet sind und deswegen aus der Liste weitgehend rausfallen. Bitte, jeder, der so ein Bike hat und es über alles liebt, nicht vor den Kopf gestoßen fühlen. Das ist wirklich jetzt meine persönliche Repräsentation. Auf dem 5. Platz, da sehe ich eigentlich 2 Bikes. Beide haben einen 4-Zylinder-Reihenmotor und es handelt sich zum einen dabei um die Kawasaki Z900. Ihr habt das Video gesehen und ihr wisst, dass meine Erfahrungen mit dem Bike durchwachsen waren. Zum anderen habe ich auch schon erwähnt, bin ich jetzt nicht so der Freund von dem 4-Zylinder-Reihenmotor. Aber für die Z900 ist es erstmal nur so ein vorläufiger 5. Platz, denn ich möchte aufgrund der Erfahrungen mit dem Händler gerne nochmal das Ganze fahren und das eben ungedrosselt erleben. Deswegen möchte ich auch dem Bike gegenüber jetzt nicht unfair sein. Und die MT-10 von Yamaha, weil es auch ein sehr leistungsstarker Motor ist und an sich auch vom Design her ein tolles Bike, allerdings für mich auch etwas zu hoch, sodass ich mit dem Bike nicht so ganz gut zurechtkam und mich sehr unsicher gefühlt habe. Noch unsicherer als auf der Super Duke. So, und meine Lieben, es wird Zeit für Platz 4. Da steht, wie schon gerade nebenbei erwähnt, die Super Duke. Ja, es ist ein tolles Bike, wie gesagt, KTM hat viel da reingesteckt. Es hat einen sehr komplexen Bordcomputer.
Aber bei mir war ja das Problem, dass es zum einen viel zu hoch gewesen ist für mich und auf der Batterie rumzufahren ist jetzt nicht so unbedingt mein Faible. Zum anderen hätte man sehr, sehr, sehr viel umbauen müssen und dann hätte sich der Schwerpunkt geändert und dafür ist das Bike aber nicht konzipiert worden. Und da hat ja dann zum Schluss auch KTM selber gesagt, also dann ist es vielleicht einfach nicht das Bike für mich. Außerdem hat sie einen ziemlich aggressiven Motor, der Spaß macht und durchaus beherrschbar ist, aber auch zum Schnellfahren verführt. Und als Fahranfänger, da unterschätzt man dann doch mal die Leistung, die da freigesetzt wird. Es ist ein kleiner Dämon und ich finde es toll, wenn jemand den handeln kann. Ich lasse lieber erstmal noch die Finger davon. Mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Aber es ist auf jeden Fall ein Bike für die Top 4. So, und schon kommen wir zu einem kleinen Siegertreppchen. Wir fangen an mit dem kleinsten Treppchen, nämlich dem 3. Platz. Und hier habe ich meinen Mann überrascht, denn er hätte gedacht, dass dieses Bike, das jetzt auf dem 3. Platz kommt, eigentlich mein Favorit wäre, nachdem ich damals diese Probefahrt absolviert habe und unglaublich begeistert gewesen bin. Und ja, da habe ich ihn ein bisschen verwundert. Das Bike, um das es geht, das ist die MT-09 von Yamaha. Sie ist recht ruhig im Lauf, das heißt, da wabbelt nichts, da zuckelt nichts unruhig und ja, es ist wie so ein vor sich hingleiten, kann man sagen. Und der Dreizylindermotor schiebt recht gleichmäßig von unten heraus über ein recht großes Drehzahlband. Vorsicht, das soll aber nicht heißen, dass sie langsam oder träge wäre. Kultiviert wäre da eher das richtige Wort. Man könnte ihr vorwerfen, dass sie aufgrund dieser Gleichmäßigkeit, vor allem im Vergleich mit meiner Nummer 2, etwas emotionslos wirkt, aber auf der anderen Seite verzeiht sie auch eher mal einen Fehler, so rein gefühlsmäßig. Beim Design bin ich ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ehrlich sagen, denn bei KTM, finde ich, ist es zwar ein bisschen schnittiger, auf der anderen Seite gefällt mir dieses Yamaha-Blau aber auch wahnsinnig gut. Eine kleine Ausnahme ist die goldene Federgabel bei der SP-Version. Darüber lässt sich streiten. Das ist mir ein bisschen zu fancy. So, wir steigen eine Stufe höher zu Platz 2, der mit Sicherheit auch einige von euch verwundern wird. Ja, also ich sagte ja schon, für mich ist ein Auswahlkriterium ein sicherer Stand. Und das war ein Problem bei dieser Maschine. Aber dennoch möchte ich sie aus persönlichen Gründen und Erfahrungen auf Platz 2 stellen. Ihr werdet sicherlich schon erraten haben, um welches Bike es sich handelt. Kleiner Applaus für die 97er Duke von KTM. Die Begründung, warum ich die Duke auf den 2. Platz stelle, ist gar nicht so einfach zu geben, da der 3. und der 2. Platz sehr nah beieinander sind. Ich kann es nur versuchen zu beschreiben. Also meinem Gefühl nach hatte der Motor ein bisschen mehr Charakter und ich habe mich auch getraut, die Maschine nach einer Weile viel dynamischer zu fahren, also mich mehr in die Kurven zu legen, ein bisschen mehr zu beschleunigen und dergleichen. Was aber auch vielleicht ein bisschen unfair ist, denn die MT-09 hatte ich nur 2 Stunden, die Duke 97, die hatte ich fast ein ganzes Wochenende lang. Ja, zum anderen kam aus lustigen Gründen dieser kleine Unfall dazu, also Duke 97 müde, Duke 97 schlafen. Aber vielleicht hat es unsere Verbindung auch noch gestärkt, ich weiß es nicht. Aber generell hat mir das Bike einfach ein bisschen besser gefallen. Manchmal ist es auch einfach eine Gefühlssache, ich kann es nicht genauer rüberbringen. Und weiter geht's ganz nach oben. Wir haben das große Finale erreicht mit kleiner Fanfare und einem Tusch. Yay! Auf Platz 1 steht für mich die BMW R1250 R und S. Ja genau, und, denn es sind 2 Bikes, die nicht wirklich gleich sind, das kann man nicht sagen, aber die in vielem so ähnlich sind, dass es eigentlich unfair ist, 2 Plätze dafür zu vergeben. Außerdem, sind wir mal ehrlich, hätte ich jetzt die R auf den 2. Platz gestellt, dann hätte sowieso jeder automatisch erraten, was bei mir die Nummer 1 gewesen wäre. Also stehen sie irgendwo ein bisschen beide auf dem 1. Platz. Damit ist jetzt auch schon klar, für welches Bike ich mich letztendlich entschieden habe. Und ich blende euch jetzt ein paar Bilder ein. Wir hören uns gleich wieder.
Oder ist es nun endlich mein 243 Kilo Baby? Jetzt habt ihr sie alle gesehen. Natürlich gibt es noch eine Erklärung, warum ich die beiden Bikes auf Platz 1 gestellt habe. Zum einen ist da dieser Boxermotor mit dem tiefen Schwerpunkt, habe ich schon mal erwähnt, der unglaublich sicher ist und man hat das Gefühl, man fährt ein Wiederaufstehmännchen. Das sorgt natürlich für ein gutes Handling und man fährt in den Kurven wie auf Schienen. Der Boxermotor hat Charakter und kann sehr gleichmäßig und ruhig gefahren werden, lässt sich auch wunderbar tieftourig fahren, ohne dass er dabei viel zu stark vibriert. Wenn man aber dann mal am Gas zieht, dann tritt er einem so richtig ins Kreuz und man darf ihn keinesfalls unterschätzen. Zwar nicht so wie ein Supersportler, aber holla die Waldfee. Wie schon des Öfteren erwähnt, ist natürlich eines der Hauptkriterien für mich persönlich gewesen, dass ich einen total sicheren Stand auf beiden Maschinen hatte und mit dem gesamten Fuß den Boden berühre. Man kann sie übrigens serienmäßig bei BMW mit einem tieferen Sattel bestellen, der auch nicht allzu viel vom Fahrkomfort einbüßt. Ich habe ja schon mal gesagt, dass die R etwas kurvendynamischer ist als die RS. Jetzt habe ich mich aber trotzdem für die zweitere entschieden, weil sie mir vom Design her besser gefallen hat. Und sie hat natürlich dieses große Windschild und den schützenden Vorbau drauf, der natürlich für mich ein sehr großes Kriterium in Bezug auf die Touren war. Eine kleine persönliche Anmerkung noch zum Schluss. Ich habe so einen Spleen und zwar tendiere ich dazu, meinen Fahrzeugen Namen zu geben, weil ihnen das mehr Charakter gibt. Und natürlich habe ich auch meinem Motorrad einen Namen gegeben. Sie heißt Leary, was ein irischer Name ist und sowas wie die Hüterin oder Wächterin bedeutet. Ich habe sie inzwischen auch schon mit dem zugehörigen Navi und einem Satz Koffer ausgestattet. Das heißt, es steht in großen Touren nichts mehr im Weg. Allerdings wird es nicht mehr dieses Jahr sein, wie ihr alle wisst, aus verschiedenen Gründen. Dennoch freue ich mich und ihr werdet noch ein bisschen anderen Content von mir bekommen. Ich würde mich übrigens freuen, wenn ihr mir mal in die Kommentare reinschreibt, was bei euch für 3 Maschinen auf dem Siegertreppchen stehen würden. Vielleicht mit einer kurzen Begründung für eure Nummer 1. Und mich interessiert natürlich brennend, ob ihr euren Maschinen auch Namen gebt. Und welche? Ich würde mich übrigens auch sehr über ein Abo von dir freuen, damit wir uns bald wiedersehen können. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Eure Tiny Rider.